Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute das Bauvideo der Pilot RC Extra NG in 78 Zoll. Aufbauen werde ich den Flieger elektrisch mit einem Dualsky GA4000 Powerbox IESC 160 HV und als Servos dienen hierbei überall Char-Servo DS20. Als Stromversorgung und Empfänger kommt hierbei der Powerbox PBR14D zum Einsatz mit einem Gens Ace 2S 1600 mAh LiPo. Gestartet wird mit den Querrudern. Zunächst werden die Ruderhörner leicht angeschliffen, damit das Epoxy später dann richtig hält. Danach am besten einmal trocken einsetzen und prüfen, ob die Passung dann auch stimmt. Anschließend wird das Epoxy angerührt und in den Schlitz für das Ruderhorn gegeben. Wichtig dabei ist, dass der Kleber bis ganz nach unten kommt und etwas nachgedrückt wird. Jetzt kann das Ruderhorn eingesetzt werden. Überschüssiges Epoxy wird am besten direkt entfernt, solange es noch nicht fest ist. Mit etwas Alkohol funktioniert das Ganze noch besser. Als nächstes wird die Servoverlängerung angefertigt. Dafür zuerst die benötigte Länge messen, dann den Stecker crimpen und die Verbindung mit Klebeband sichern. Danach wird das Kabel durchgezogen, das Servo verschraubt und die Servoabdeckung montiert. Vor der Anlenkung wird das Servo mit einem Servotester zentriert. Anschließend die Anlenkung auf die richtige Länge bringen, montieren und zum Schluss die Ausschläge testen. Beim Höhenruder läuft der Ablauf im Grunde genauso ab. Die Ruderhörner werden angeschliffen, trocken eingesetzt und auf Passung geprüft. Danach Epoxy anmischen, in den Schlitz einbringen und das Ruderhorn einkleben. Überschüssiger Kleber kann wieder direkt entfernt werden. Anschließend wird der Servoslot geöffnet. Danach die Servoverlängerung anfertigen. Dabei wieder Länge messen, Stecker crimpen und die Verbindung mit ein Stück Klebeband sichern. Das Kabel wird durchgezogen, das Servo verschraubt und die andere Seite dann ebenfalls gecrimpt.
Auch hier wird das Servo wieder zentriert, bevor die Anlenkung auf Länge gebracht wird und dann festgeschraubt wird. Zum Abschluss teste ich auch hier wieder die Ausschläge. Weiter geht's mit dem Seitenruder. Auch hier werden die Ruderhörner wieder angeschliffen, trocken angepasst und anschließend mit Epoxy eingeklebt. Überschüssiger Kleber wird am besten wieder sofort entfernt. Dann kann das Seitenruder-Servo angeschraubt werden. Die restlichen Arbeiten am Seitenruder habe ich nicht gefilmt, da sich diese leider nur schwer sinnvoll aufnehmen ließen. Das Seitenruder wird einfach eingeklebt, dabei gehen wir vor wie auch bei den Ruderhörnern und danach werden die Seile abgelenkt und angebracht. Danach folgt der Einbau vom Antrieb, die Standoffs habe ich jetzt hier schon off-cam montiert. Daran kann dann der Motor angeschraubt werden. Der Regler wird anschließend umgelötet auf die passenden Goldstecker zum Motor und XT90 für die Antriebsakkus. Zusätzlich habe ich noch einen Adapter gelötet, der aus den beiden 6S Antriebsakkus dann 12S macht. Zum Abschluss wird der Regler im Modell verbaut und die Kabel dann mit Kabelbindern gesichert. Jetzt folgt die komplette restliche Verkabelung. Die Kabel vom Heck werden nach vorne gelegt und die Kabel vom Regler nach hinten geführt. Anschließend habe ich dann eine passende Position für die Querruderstecker gesucht. Die Kabel dafür werden dann wieder gecrimpt. Die Stecker für die Querruder habe ich dann in einen vorhandenen Slot im Rumpf eingeklebt.
Danach wird der Empfänger eingebaut und alle Kabel angeschlossen. Ab hier gibt es leider nur noch Handyclips, da es zwischendurch ein kleines Problem gab. Und zwar waren die originalen Motor-Standoffs für den Flieger leider etwas zu kurz, auch mit den mitgelieferten Verlängerungen. Es gibt zwar originale, längere und verstellbare Standoffs, die hatte ich aber zu der Zeit einfach nicht zur Verfügung. Deshalb habe ich einfach eigene Standoffs gebaut, indem ich mehrere Rohre ineinander kombiniert habe und daran dann die Originalen angeschraubt, so dass wir dann eine ziemlich perfekte Spinner Gap hatten. So sah dann mein finales Setup aus. Die beiden Antriebsakkus vorne nebeneinander, ziemlich nah an dem Flächenstab und hinten der Empfängerakku auf dem kleinen Brettchen, der geht dann über eine kleine Verlängerung in den Empfänger rein. Schwerpunkt war so ziemlich genau auf dem eingezeichneten. Zum Abschluss habe ich für den Flieger dann auch noch ein paar Aufkleber geplottet. Zum Schluss noch ein paar Clips vom Erstflug.